Eine sehr interessante und sehr wichtige Frage bei allen Mastiffs bzw. Molosser bzw. Cane Corsas ist die Sozialisierung. Wie sozialisiert man am besten? Was ist eigentlich die Sozialisierung? Die Sozialisierung eines Hundes. Eigentlich ist die Sozialisierung die Interaktion mit anderen Lebewesen, Tieren, Menschen und so weiter. Viele verstehen aber unter Sozialisierung viel mehr. Auch zum Beispiel die Reaktion auf die Umweltreize, die irgendwo quasi im Umfeld des Hundes stattfinden. Ich verstehe es auch so, also wie der Hund auf die Reize um ihn herum reagiert, beziehungsweise wie er mit den Reizen und mit den Lebewesen interagiert. Wie kriegt man eigentlich einen gut sozialisierten Hund, meiner Meinung oder unserer Meinung nach? Zu einem ist es wichtig, natürlich so viel wie möglich verschiedene Reize dem Hund zu geben und zu zeigen. Dadurch lernt er natürlich, dass die Sachen ungefährlich sind und dass er keine Angst haben muss. Er kennt sie, er hat sie gesehen, alles klar, abgehakt. Die zweite Sache aber, die genauso wichtig ist, dass derjenige, der den Hund führt, eine Vertrauensperson ist. Also der Hund muss schon Vertrauen haben und muss eine leitende Funktion akzeptieren. Dass wenn ich als Hundeführer dem Hund sage, wir gehen in diese Richtung, auch wenn das für ihn gefährlich erscheint, muss er sich natürlich meinen Willen beugen, weil ich bin der Führer, ich bin derjenige, der Bescheid sagt oder Bescheid weiß und der natürlich auch die Verantwortung übernimmt. Diese Ausstrahlung muss man haben, sonst kann der Hund entsprechend eigene Entscheidungen treffen. Wir haben unsere Sozialisierungsaktivitäten in 2 Phasen unterteilt. Die erste Phase war die Phase, wo wir uns die Sachen nur angeschaut haben. Also zum Beispiel, wir saßen an einer Verkehrskreuzung, an einer Straßenkreuzung direkt bei uns in der Nähe, stundenlang. Und Sam saß und beobachtete die ganzen Fahrzeuge, Busse, Menschen, Fahrräder und so weiter. In der Phase saßen wir auch an verschiedensten Stellen. In den Einkaufszentren, vor den Einkaufszentren, vor den automatischen Türen. Als die Müllabfuhr kam, saßen wir vor dem Haus und beobachteten es und so weiter. Also diese Phase war ziemlich passiv. Er durfte sich die Sachen angucken und sie entsprechend verarbeiten. Dauerte sehr lange und es forderte auch sehr viel Geduld. In der zweiten Phase machen wir ähnliche Geschichte, aber diesmal gehen wir spazieren. Und zwar wir laufen oder wir gehen spazieren, so wie ich euch in den letzten Videos gezeigt habe, mit einem Ziel, mit einer Aufgabe, gehen aber mit Absicht an den Sachen, die aus Sicht des Hundes merkwürdig erscheinen können. Zum Beispiel Kindergarten, Schule, Parkplätze der Fahrräder, Autoparkplätze, Bushaltestellen und so weiter. Diesmal bleiben wir aber nicht sitzen und analysieren die nicht, sondern wir gehen einfach vorbei. Im Sinne, es ist gar kein Problem, das ist gar nichts, es ist überhaupt nicht gefährlich, wir gehen einfach durch. Also ich als derjenige, der den Hund führt, zeige dem Hund dadurch, es ist überhaupt kein Problem, es ist nichts Besonderes, du hast es schon mal gesehen oder du hast viele Sachen gesehen. Das ist einfach nur eine Sache, die vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, aber ungefährlich. Nichts Spektakuläres. Ich will nur eine Sache wiederholen. Und zwar die Sozialisierung ist bei diesen Hunderassen unheimlich wichtig. Was bedeutet aber eigentlich Sozialisierung? Sozialisierung bedeutet nicht nur, dass der Hund von verschiedenen Menschen angefasst werden kann. Es ist sogar nicht unbedingt das die Sozialisierung. Die Sozialisierung ist, dass er alles oder vieles bereits gesehen hat und innerlich verarbeitet hat. Dass ihm die Sachen keine oder kaum Angst machen und dass er entsprechend kühl, sage ich mal, gelassen und ähnlich entspannt sozusagen auf diese Neureize, die er bereits oder noch nie gesehen hat oder bereits gesehen hat, reagiert. Das ist ein gut sozialisierter Hund. Egal, ob er an einem Hund vorbeigeht, an einem Fahrrad, an einem Haus, Kindergarten, Feuerwehrwache oder was auch immer.
Natürlich muss auch ein gut sozialisierter Hund auch sehr gut zu anderen Hunden sein oder zu anderen Menschen sein. Aber es bedeutet nicht, dass er unbedingt mit jedem Hund spielen muss oder von jedem Menschen angefasst werden muss oder darf. Unserer Meinung nach ist es auch so, dass wenn ein Hund zum Beispiel knurrt oder bellt, es nicht unbedingt bedeutet, dass er nicht gut sozialisiert ist. Und zwar, das ist je nach Rasse natürlich auch seine Aufgabe. Er muss aufpassen. Und wie soll er sonst eine Gefahr melden, wenn nicht durch Knurren oder durch Bellen? Man muss aber unterscheiden, auf welche Art er bellt und was er einem versucht dadurch zu sagen sozusagen. Also gut sozialisierter Hund darf unserer Meinung nach auch Menschen bzw. andere Hunde anknurren oder anbellen. Es kommt aber auf die Situation an und es kommt darauf an, wie er es tut. Er sollte und muss oder darf natürlich nicht aggressiv sein. Zum Thema soziale Interaktion mit anderen Lebewesen haben wir das so gemacht mit Sam. Und zwar, wenn es um die anderen Menschen geht, wir haben ihn von Anfang an von anderen Menschen viel anfassen lassen. Die Rasse Cane Corso ist aber so, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt sehr fremdelt. Das haben wir respektiert. Also wenn der Sam eigentlich mit jemandem sich nicht abgeben wollte, also sich von jemandem nicht kuscheln, streicheln und ähnliches lassen wollte, haben wir das entsprechend auch dann nicht gemacht. Am Anfang, aber als er ganz klein war, haben wir absichtlich zum Beispiel alle Nachbarn besucht, die Nachbarn zu uns eingeladen und so weiter. Also er hat mit ganz vielen Kindern an der Bushaltestelle, ganz vielen Menschen an der Bushaltestelle und vor dem Supermarkt und so weiter interagiert. Das war für uns sehr, sehr wichtig. Wir haben keine Angst, dass diese Kontakte dazu beitragen, dass er seinen Schutzinstinkt quasi nicht mehr hat, beziehungsweise dass er anderen Menschen gegenüber so lieb wird, dass er einen potenziellen Dieb nicht abwehrt. Die Angst haben wir nicht, weil diese Schutzinstinkte, die hat er, so oder so. Zum Thema Interaktion mit Artgenossen, als er klein war, haben wir ihn ganz viel mit anderen Hunden spielen lassen, aber nie an der Leine. Kontakt an der Leine wollen wir nicht haben. Und zwar glauben wir, dass die Leine sehr wichtig ist und so einen Schutzbereich darstellt, so eine Verbindung zwischen Hund und Mensch zu den anderen Wesen. So. Für uns ist das natürlich etwas einfacher, weil Sam der Zweithund ist. Dadurch wächst er eigentlich mit anderen Hunden auf. Zu anderen Tieren, wir haben selber Katzen, also Katzen hatte gelernt, die sind kein Problem. Zu anderen Tieren wie zum Beispiel Enten, Eichhörnchen und ähnliches haben wir das so gemacht, dass wir ganz viel zum Beispiel in den Parks gegangen sind, einfach dort gesessen haben oder er saß, ich stand mehr Stunden lang und er hat sie beobachtet und sehr, sehr gut analysiert. Ich denke, daraus ist entsprechend in seinem Kopf eine Schlussfolgerung entstanden, die Tiere sind okay. Was wir noch gerne demnächst machen werden, sind Kühe, Pferde und sowas alles, also große Tiere sozusagen, weil die hat er bis jetzt in seinem Leben noch nicht gesehen. Eine weitere sehr gute Sache, die ich als Tipp geben kann, sind sogenannte Social Walks. Die veranstalten die Hundeschulen und da kommen eigentlich Junghunde, manchmal auch Welpen, zusammen und gehen entsprechend oder gehen spazieren zusammen und üben dadurch quasi die Sozialisierung. Es ist unter kontrollierten Bedingungen und die Hunde haben nur Kontakt so wie entsprechend erlaubt. Eine sehr gute Sache. Alles, was wir gemacht haben zum Thema Sozialisierung, könnt ihr natürlich auch in den alten Videos sehen. Ich habe nur die Längen etwas gekürzt. Zum Beispiel, als wir im Park waren, um Enten anzuschauen, habe ich natürlich nicht die ganze Stunde, die wir da saßen, als Video veröffentlicht, sondern natürlich nur ein paar Minuten oder Sekunden, um einfach zu zeigen, was wir da gemacht haben. Die Längen aber in der Wahrheit waren natürlich viel, viel, viel länger. Ein gut sozialisierter Hund ist aus meiner Sicht gelassen, entspannt, im Gleichgewicht, immer kühl in seinen Aktionen sozusagen, nie impulsiv
und eigentlich dadurch so ziemlich berechenbar. Obwohl man es nicht vergessen darf, es ist ein Tier und es ist ein Hund. Es kann immer etwas Unberechenbares passieren. Ich finde aber noch eine Aussage sehr, sehr wichtig, und zwar die Sozialisierung eines Hundes hört eigentlich nie auf, auch wenn die älter sind.